Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich wurde von Afterbuy eingeladen und wir quatschen ein bisschen über die eBay-Schnittstelle und ich habe einen ganz interessanten Case. Beispielsweise habe ich jetzt einen Artikel mit 30 Varianten und möchte aus den Varianten jetzt Auktion machen. Das heißt, erstmal der Artikel als Festpreis, mit den Varianten auch als Festpreis und dann aus den Variantenartikeln nochmal eigenständige Artikel zu erstellen, als Auktion oder auch als Festpreis oder so. Geht das mit Afterbuy? Natürlich, das ist alles problemlos möglich. In Afterbuy ist die Struktur so aufgebaut, man erstellt einmal einen Variationsartikel. Das ist vom Prinzip her einfach nur ein Containerprodukt. Das heißt, in dieses Containerprodukt kann man diverse andere Einzelartikel reinlegen und diese entsprechend auch so verknüpfen. Das heißt, wenn ich da genug Artikel reingelegt habe, in dem Fall waren es jetzt 30 Stück, dann erstelle ich erstmal das Variationsset und liste das. So, jeder Einzelartikel, der da aber reingelegt wurde, der existiert auch noch als Einzelprodukt in Afterbuy. Das bedeutet, ich kann diese Einzelartikel auch noch als Auktion, als Sofortkauf, international, national und so weiter listen. Und es wird immer vom gleichen Bestand letztendlich reduziert, was ja eigentlich, glaube ich, der Kern der Frage letztendlich ist. Genau, es geht ja darum, dass Lagerbestände sind sehr, sehr wichtig, gerade wenn man auf Marktplätzen verkauft, weil Amazon und eBay reagieren ganz, ganz stinkig, wenn ein Kunde ein schlechtes Kauferlebnis hat. Und das entsteht dadurch, dass er was bestellt bei euch und ihr könnt nicht liefern oder zu spät liefern oder wie auch immer, weil ihr nichts mehr auf Lager habt. Und deswegen gibt es halt die Möglichkeiten bei den E-Commerce ERP-Systemen, dass ihr über solche, Tricks dann den Lagerbestand richtig hält, weil ganz schlimm ist es, wenn du halt Duplikate eines Artikels machst und dann irgendwie, da kenne ich auch ein paar Händler, grauenhaft, dann du hast insgesamt 10 von diesem Artikel da, musst dann splitten zwischen 3 und wieder 4 und wieder 2 oder wie auch immer, ja, und am Ende passt der Lagerbestand nicht, weil dann wurde eins verkauft, dann wurde nicht rausgenommen und so weiter. Deswegen gibt es Möglichkeiten wie Stücklisten oder auch diese Möglichkeit. Stücklisten könnt ihr auch. Ja klar, also wir können davon alles abbilden, das ist halt auch so ein bisschen die Kernfunktionalität von Afterbuy. Letztendlich, man kann seine Artikel auf sämtlichen Marktplätzen online stellen und es wird immer vom gleichen Bestand reduziert. So, das ist eigentlich das A und O, das ist auch meiner Meinung nach das Muss von jedem ERP-System, weil nur so kann man seine Artikel dementsprechend korrekt vom Bestand verwalten. Genau. Das Ganze könnt ihr auch testen, 14 Tage kostenlos, Afterbuy testen, Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.